Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier aus Doktorchens Keller. Heute geht es um den Bass aus der Acid Techno-Version von Hänschen Klein. Aufgrund des letzten Videos wird sich der eine oder andere schon denken, um was für einen Synthesizer es sich handelt. Zumindest von welcher Marke. Genau, es handelt sich um einen Moog, nämlich einen Minitower. Ich hatte im letzten Video gesagt, 1977 gab es den Moog Taurus, ein Pedal, wie ein Orgelpedal, der als Bass-Synthesizer konzipiert war. War damals tatsächlich auch so mäßig erfolgreich. Das ist im Prinzip so grob lose daran angelehnt, jetzt aber eben in einem handlichen Desktop-Format und mit 2 Oszillatoren, dem typischen Moog Ladder-Filter, dann 2 Hüllkurven, einen für Filter und einen für den Amp. Plus wir haben noch einen LFO und wir können über einen Mixer die beiden Oszillatoren zueinander im Prinzip in der Lautstärke anpassen. Tatsächlich hat er auch Presets. Wenn man also irgendwie ganz krude Tastenkombinationen verwendet, kann man die auch abrufen. Ich verwende das tatsächlich nicht. Bin kein so ein großer Preset-Freund. Mir reicht, wenn mein Synthesizer die Einstellung hat, die ich gerade eingestellt habe. Und die hören wir uns jetzt auch mal an. Also, das ist tatsächlich genau so, wie es im Song vorkommt. Man kann jetzt hier bei den Einschwingzeiten nicht viel beurteilen, weil das so legato ist. Ich ändere das mal. So, jetzt hören wir einfach auch ein bisschen mehr von den Einschwingvorgängen. So, beginnen wir mal oben. Also, ich habe einen Oszillator, den stimme ich quasi nur, das ist der erste, und den zweiten kann ich im Prinzip dagegen stimmen. Habe verschiedene Wellenformen, 2, um genau zu sein. Und das eben das berühmte Moog Ladder Filter, das heißt, so war das Schaltbild dieses Filters letzten Endes aussieht wie eine Leiter, so lauter übereinander gesetzte Elemente. Wenn ihr euch fragt, warum ich diesen lustigen Handschuh anhabe, das ist einfach, damit ihr nicht von meinen grellen Fingern geblendet werdet, sondern nur von den grellen Fingerkuppen. Also das Filter geht auch verhältnismäßig weit auf. Reso ist relativ weit zu, ich drehe sie mal auf. Wir merken sofort, das Problem, das eigentlich mehr oder minder alle Synthesizer haben, es wird sehr schnell sehr dünn. Ne, wenn ich das wieder zudrehe, habe ich sofort wieder richtig Wumms unten rum. Die Hüllkurve für das Filter haben wir hier. Und hiermit können wir einstellen, wie viel Hüllkurvenanteil wir haben wollen. Und zwar in positive und negative Richtung. Machen wir erstmal positiv, wir sind konservativ. Jetzt hören wir schon durch die längere Attack-Zeit im Filter, wird es weniger perkussiv. Theoretisch könnte ich das noch verstärken, indem ich am Amp eben auch die Attack hochdrehe. Lassen wir jetzt an der Stelle mal zu. Decay ist jeweils offen, soll ja ein bisschen perkussiv sein. So, und jetzt kann ich so, jetzt sind wir quasi auf 0. Jetzt kann ich hier mehr oder minder dran rumdrehen und es passiert gar nichts. Und wenn ich es nach links drehe, wirkt die Hüllkurve in die Gegenrichtung. Müssen wir vielleicht das Filter ein bisschen weiter öffnen, damit wir was hören.
VCA ist im Prinzip einfach schlicht und ergreifend die Lautstärke. Wir haben, wie wir sehen, nur eine verkürzte Hüllkurve. Wir haben keinen Release. Der ist hier an den Decay gekoppelt. Wenn ich es also noch kürzer haben will, könnte ich es noch so machen. Aber so ist halt doch deutlich weicher. Last but not least haben wir einen Glide, den man ein- und abschalten kann, plus eben in der Intensität einstellen, also dass die Noten letzten Endes verschliffen werden, wie so ein Portamento. Das wäre jetzt tatsächlich last but not least. Es ist ein LFO drin als Modulationsquelle, der entweder auf Filter oder auf den Oszillator-Pitch wirken kann. Klingt jetzt nicht sonderlich geschmackvoll, aber man kann sowas verwenden, um so ein leichtes Vibrato zu erzeugen. Und ich kann eben auch den Filter-Cut-Off über den LFO modulieren. Es gibt meines Wissens auch einen Editor dazu, mit dessen Hilfe man auch verschiedene Wellenformen für den LFO einstellen kann, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche. Aber da ich eher ein Hardware-Typ bin, deswegen habe ich ja Hardware, habe ich tatsächlich diesen Editor nie benutzt. Kann ich also nicht genau sagen. Ich hoffe, es war interessant und oder unterhaltsam für euch. Wenn dem so ist, gebt gerne einen Like, beziehungsweise schreibt auch einen Kommentar oder beides. Nicht vergessen zu abonnieren und die Glocke zu läuten, damit ihr das Video nächste Woche nicht verpasst. Ansonsten gilt wie immer, gehabt euch wohl.